Ja, ich bin der Thomas. Ich durfte mich die letzten Jahre mit der Entwicklung von KI-Systemen für die Gebäudeautomation beschäftigen und habe jetzt im letzten Jahr das Produkt Edifion Dynamics mitentwickelt. Die Energiewende ist jetzt an einem Punkt angekommen, an dem viele dezentrale, erneuerbare Energiequellen mehr Elektrizität liefern als wenige große fossile Kraftwerke und Gebäude als einer der bisher noch wenig dekarbonisierten Energiesektoren bekommt jetzt eben eine entscheidende Rolle. Demand-Side-Management sind Maßnahmen, um den Bedarf von Energie an der Erzeugung von Energie anzupassen. Und das wird mit immer mehr Wind und Sonne als wesentliche Energiequellen im Stromnetz immer wichtiger, weil die eben dann Energie liefern, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint und eben nicht, wann der Bedarf am stärksten ist. Speziell im Gebäudebereich ist die Flexibilität zu nutzen entscheidend, weil wir hier mit der großen Speicherfähigkeit, die Gebäude einfach haben für ihre Heiz- und Kühlenergie, eine der größten Potenziale haben, den Strom dann zu beziehen, wenn er eben aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Messbare Vorteile für die Gebäudebetreiber sind Einsparungen von 5–15% für den Allgemeinstrom. Das ist erstmal nur Lüftung und Kälte unter dynamischen Tarifen. Es sind noch deutlich größere Einsparungen zu realisieren, wenn wir eben PV-Eigenstromerzeugung oder Wärmepumpen im Gebäude haben. Und das Schöne ist, dass die Nachhaltigkeitsaspekte gleichermaßen adressiert werden, weil günstiger Strom ist nachhaltiger Strom. Die Sonne oder der Wind schicken keine Rechnung. Die zentralen Herausforderungen, die damit angegangen werden können, sind insbesondere die Stabilisierung von elektrischen Netzen. Im Gebäudesektor gibt es ganz konkrete Anwendungsfälle für Demand-Side-Management, wenn es darum geht, die Last von Gebäuden zu glätten, also Spitzenlasten zu vermeiden und damit das Netz zu entlasten. Aber auch eben besonders in Zeitfenstern, in denen viel nachhaltiger Strom im Netz ist, eben auch die Nachfrage danach auszurichten und da die größten Lasten reinzulegen. Ganz konkret können Gebäude Stromkosten dadurch reduzieren, dass eben dynamische Stromtarife abgeschlossen werden oder direkt auf dem Dach des Gebäudes PV-Strom erzeugt wird. Und wovon eigentlich jedes Gebäude profitiert, ist das Vermeiden von Lastspitzen, weil das eben wesentlich die Netzentgelte beeinflusst. Die Eigenstromnutzung spielt in diesem Kontext die Rolle, dass wir die Algorithmen, die wir im Moment für dynamische Stromtarife entwickeln, eigentlich 1:1 für diesen Anwendungsfall verwenden können. Also insbesondere wenn Speicher verfügbar sind, können durch die Ausnutzung von PV, die am Standort installiert ist, Eigenstromerzeugungen von über 60% im Jahr erreicht werden. Ganz konkret hat Edifion das Thema Demand-Side-Management adressiert, indem wir unser Produkt Edifion Dynamics gelauncht haben. In dem haben wir eben die Möglichkeit, diese elektrischen Verbraucher gezielt nach dem Angebot aus erneuerbaren Energien hin zu betreiben und damit eben den ersten Schritt in die Richtung gemacht, Gebäude optimal unter der schwankenden Erzeugung aus Wind und Sonne zu betreiben. Edifion Dynamics funktioniert als ein ganzheitlicher Energiemanager für das Gebäude, indem er alle verfügbaren Messdaten integriert und das dann kombiniert mit vorhergesagten Lastdaten, die wir mit KI-Prognosemodellen erzeugen. Das alles wird dann in einem Optimierungsmodell verarbeitet und gibt dann für jede Stunde des Tages den optimalen Einsatz für Speichersysteme zurück. Die entscheidenden technischen Voraussetzungen, um Edifion Dynamics einzusetzen, ist, dass wir eben die Sollwerte für Temperaturen von zum Beispiel Lüftungsanlagen oder Kältemaschinen beeinflussen können. Wenn das nicht gegeben ist, dann müssen wir über Nachrüsttechnik sprechen und das ist dann eine Einzelfallentscheidung für das Gebäude. Das Besondere an Edifion Dynamics ist, dass wir die Komplexität von Energieverteilung in großen Nichtwohngebäuden beherrschen und damit jetzt einen Energiemanager gebaut haben, der die elektrische Seite von Gebäuden in dieser Welt mit berücksichtigen kann und nicht wie vergleichbare Produkte am Markt nur das Zusammenspiel aus Elektromobilität, Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen managt. Die Implementierung von Edifion Dynamics folgt im Wesentlichen immer der gleichen 5-Schritt-Logik. Im ersten Schritt analysieren wir die Stromlastgänge und schauen, ob sie zu den abgeschlossenen Tarifen passen. Im zweiten Schritt testen wir die Schreibbarkeit der relevanten Sollwerte im Gebäude. Im dritten Schritt integrieren wir, wenn vorhanden, Energiemanagement-Software, die schon im Einsatz ist.
Und ja, im vierten Schritt starten wir dann tatsächlich damit, auf die Systeme Einfluss zu nehmen, natürlich immer gut überwacht und im Austausch mit dem Kunden. Und ja, im fünften Schritt analysieren wir dann unsere Maßnahmen und rechnen dann, was das Ganze dann am Ende des Jahres gebracht hat. Unsere Vision bei Edifion ist, dass wir in Zukunft das Produkt so weit vereinfacht haben, dass es ähnlich wie heute WLAN im Gebäude eingesetzt werden kann und wir darüber dann ein Schlüsseltechnologielieferant werden, um große Immobilienportfolios zu virtuellen Kraftwerken zu verknüpfen und damit die Energiewende durch Digitalisierung entscheidend mitzugestalten.